So, herzlich willkommen bei einer neuen Episode unserer Reise. Diese Reise fängt an, nachdem wir in der Türkei angekommen sind. In Mardin lassen wir einen Service-Check für Rodi machen. Von dort fahren wir in die alte Ausgrabungsstätte von Dara. Und von dort fahren wir direkt nach Gaziantep, wo wir einen Wäschestopp einlegen. Von dort fahren wir nach Antakya, wo wir Rodi stehen lassen und die Reise nach Syrien starten. In Syrien angekommen, erwartet uns eine sehr nette Erfahrung. Wir sind von einem Reiseveranstalter eingeladen worden, mit dem Bus nach Damaskus mitzufahren, kostenlos. Auch nachdem ich erklärt habe, wir sind keine freiwillige syrische Rückkehrer aus der Türkei, hieß es, wir dürfen trotzdem kostenlos mitfahren und somit sind wir empfangen worden in Syrien. Dann in Damaskus verbringen wir 3 Tage und von dort fahren wir wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Latakia bzw. Kurdacha, wo wir 4 Tage verbringen. Und dann von dort geht die Reise wieder zurück in die Türkei. Auf dem offiziellen Stellplatz in Mardin treffen sich die Overländer, die den Irak erfolgreich hinter sich gelassen haben. Nein? Okay, dann. Aber dann... Jetzt haben wir die Füße weg. Ist auf dem Boden? Auf dem Boden? Auf dem Boden? Ich kann nicht, ich bin so weich. Nimmst du die Hand? Ich kann nicht, ich bin zu weich für so einen Kloß. Trinken dir sogar. Nimm ihn. Nein, das muss auf dem Boden erstmal. Erstmal da. Okay. Ja, schau dir das an. Mardin gilt als Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Religionen. Über Jahrhunderte haben Araber, Kurden, Türken, Assyrer und Armenier hier ihre Spuren hinterlassen. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt vor allem die Altstadt mit ihren engen Gassen und den reich verzierten Steinhäusern. Schala Kulucher. Willkommen. Nach 20.000 Kilometer im Sand brauchte der Wagen unbedingt einen Ölwechsel, einen Service und eine Wäsche. Yes, Martin, hello. You car wash? Okay, very good, huh? I love you. Thank you very much. Shukran ktir. Nachdem wir uns 2 Tage auf dem Stellplatz in Mardin ausruhten und Rodi seinen Service erhalten hatte, fuhren wir nur wenige Kilometer weiter zu der Ausgrabungsstätte von Dara, wo wir 2 Tage blieben. Seit 3 Tagen sind wir nun in der Türkei nach einer aufregenden Fahrt durch den Irak. Wir sind zunächst in Cizre gestanden, eine Nacht, und dann nach Mardin gefahren, wo wir uns 2 Tage aufgehalten haben, um dann hierher nach Dara zu fahren, was eine der ältesten Städte oder die älteste Stadt Anatoliens sein soll. Wir schauen uns die heute Nachmittag an.
In Mardin hatten wir zunächst uns um das Auto gekümmert. Es gab einen Ölwechsel, es gab das Ausbrennen des Dieselpartikelfilters. Das alles hat eine offizielle Fiat-Werkstatt gemacht und wir sind sehr zufrieden mit dem Service dort. Wir haben uns auch die Stadt ein bisschen angeschaut, eine wunderschöne Stadt, Mardin, und sind dann erst gestern Abend hierher gefahren. Und hier stehen wir jetzt seit gestern und wollen uns heute dann noch im Laufe des Tages die Ausgrabungen anschauen, bevor wir dann heute Nacht oder beziehungsweise morgen weiterfahren nach Westen. Ziel ist es, nach Syrien zu fahren, aber nicht mit dem Auto. Wir wollen das Auto in Iskenderun abstellen und dann mit dem Taxi über die Grenze fahren. Dara wurde im Jahr 505 nach Christus von Kaiser Anastasius I. als byzantinische Grenzfestung gegründet, um den Vormarsch des Sassanidenreichs zu stoppen. Die Stadt entwickelte sich rasch zu einem strategischen Bollwerk, dessen Zisternen, Mauern und unterirdische Anlagen das militärische Denken Ostroms im frühen 6. Jahrhundert widerspiegeln. Der Mann verkauft Oliven, die so schmecken, wie Rula sie aus ihrer Jugend kennt. Aber leider waren die Behälter viel zu groß für Rodi. Die riesige, über 1500 Jahre alte unterirdische Zisterne ist ein beeindruckendes byzantinisches Meisterwerk der Ingenieurkunst. Sie diente einst der Wasserversorgung und war Teil eines komplexen Verteidigungssystems. Von Dara fuhren wir am Nachmittag weiter nach Urfa, einer gemütlichen historischen Stadt, die sich als Geburtsort Abrahams und Wiege der Zivilisation betrachtet. Die Höhlengräber von Urfa gehören zu den ältesten Bestattungsanlagen der Region und zeigen, wie früh hier komplexe Begräbnistraditionen entstanden. In ihren aus dem Fels gehauenen Kammern spiegelt sich die lange Kontinuität städtischen Lebens zwischen Bronzezeit, Antike und frühem Islam wider. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Skelette Imitationen seien. Auf der anderen Seite wurde auch darauf hingewiesen, dass wir sie nicht berühren dürfen. Wir sind, getrennt nach Frau und Mann, in die Geburtshöhle Abrahams eingetreten. Aber um die Gläubigen nicht zu stören, haben wir nicht gefilmt. Nachdem wir Sanliurfa verlassen hatten, ruhten wir noch 2 Tage auf einem Stellplatz bei Gaziantep aus, wo wir auch unsere Wäsche waschen konnten. Dann fuhren wir nach Antakya, wo wir Rodi bei einem Hotel abstellten, um mit dem Taxi an die türkisch-syrische Grenze zu fahren. Mit dem öffentlichen Bus fuhren wir ungefähr 5 Stunden weiter bis nach Damaskus, wo uns unser Freund Anas abholte.
haben hier im Bus ein paar Freunde gefunden und fahren jetzt hier nach Damaskus. Wir sind heute früh über die Grenze von der Türkei nach Syrien gefahren. Das war etwas abenteuerlich, aber hat gut geklappt. Die Türken wollten uns nicht reinlassen, aber es ging dann weiter. Und dann sind wir in einen Bus umgestiegen und der fährt uns direkt nach Damaskus. Und der Bus hat uns gar nichts gekostet. Interessant. Ja, wir sind in Damaskus angekommen und wir sind genau dort angekommen, wo wir früher gelebt haben, die Rula und ich. Das ist das Haus vom Anas. Der Anas hat uns abgeholt vom Busbahnhof in Rasta und wir sind jetzt hierher gefahren und hier haben wir gelebt. Genau heute vor 29 Jahren haben wir auch geheiratet und das war... Wir haben es geschafft. Wir wussten nicht, ob wir es schaffen, in Damaskus anzukommen an dem Tag, aber Genau. wir haben es geschafft. Genau. Und für mich ist es, ich war ja in Syrien jedes Jahr, aber für Jens ist es ein bisschen noch mehr. Genau, besonders. vor allem da das ja auch der Ort war, wo ich lange Zeit gelebt habe, noch vor der Hochzeit und dann kam die Rula dazu. Also es ist schon eine schöne Erinnerung und es ist jetzt schön hier zu sein. Der Krieg ist vorbei, es ist ruhig. Welcome, welcome, Jens, welcome, Rula. Most welcome. Thank you very much. A very, very, better very with good you. friend of ours. Anas. We appreciate our friendship to him very, very much. Das war das Treppenhaus. Jens Und freut da sich, oben aber ist die er weiß Wohnung. nicht, dass er die Koffer bis nach oben... Mabruk, Jens, Rula. Happy Most anniversary. welcome. Happy anniversary. Thank you. Thank you very much. Yeah, happy anniversary in Damascus. In Damascus. This is the special thing. Ja, jetzt. At the Ja, genau. same Das ist hotel das where we gleiche got Hotel, in married. dem wir vor 29 Jahren geheiratet haben. Genau. Das ist ganz wichtig dabei. Wir sitzen heute am selben Tag vor 29 Tagen in diesem Hotel. Allerdings sitzen wir oben. Wir haben damals unten geheiratet. Ja, Und ein sind bisschen jetzt hat sich was geändert. Genau, aber- das Hotel ist auch ein bisschen verändert, aber es ist der gleiche Ort, wo wir vor 29 Jahren geheiratet haben. Merhaba. Glücklich, ja. Wir sind hier früher jeden Tag hergekommen, mindestens jeden zweiten. Deshalb ist es was Besonderes und er erkennt uns auch noch. Der Besitzer des Ladens. Er fragt nach den Kindern, die jetzt inzwischen erwachsen sind, weil auch mit den Kindern waren wir jeden Tag hier, wenn wir in Damaskus im Urlaub waren. Das ging halt nur bis 2011. أنا طلع. Hello.
Ich glaube, ich war der einzige Tourist in der Altstadt von Damaskus und mit Kamera und Hut auch als solcher deutlich erkennbar. Und ich hatte das Gefühl, dass sich die meisten Leute freuten, dass ich da war, auch wenn ich ab und zu durchaus etwas düstere Blicke spürte. Die Innenstadt von Damaskus wurde im Bürgerkrieg zwar kaum beschädigt, dafür aber wurden umliegende Stadtviertel und Vorstädte wie Harasta, Duma, Daraya, Muhayram Yarmouk und viele andere großenteils dem Erdboden gleichgemacht. Damaskus lebt mit extremen Gegensätzen. Es gibt Stadtviertel, in denen es den Menschen sehr gut geht. Es gibt Stadtviertel, in denen das Leben mehr oder weniger normal abläuft. Und es gibt Stadtviertel, in denen die Menschen versuchen, ihr Leben irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Diese zersplitterte Gesellschaft wieder zusammenzufügen, muss eine fast unlösbare Aufgabe für jede mögliche Regierung sein. Hierzu kann ich der gegenwärtigen Regierung deshalb nur Erfolg und Glück wünschen. Bab Sharki ist das Osttor von Damaskus und es ist eines der 7 antiken Stadttore und das einzige, das aus römischer Zeit erhalten geblieben ist. Das Stadtviertel in Bab Sharki ist ein vorwiegend christliches Stadtviertel mit vielen Kirchen, aber auch mit vielen Bars, die mit der neuen Regierung auch weiterhin betrieben werden können. Bab Huma ist die Bezeichnung für ein südlich vom gleichnamigen Stadttor befindliches und jahrhundertealtes Stadtviertel im nordöstlichen Teil der Altstadt. Der Stadtteil wird heute so gut wie ausschließlich von Christen bewohnt und zählt mehrere tausend Einwohner. Wir sind hier eingeladen in ein typisches Damaszener Haus und das seht ihr jetzt im Hintergrund. Und
das Essen auch. Das Essen auch? Sollen wir das Essen zeigen? Gut, Ja. dann zeigen wir auch das Essen. Das ist ja alles typisch damasinisches Haus, typisches Essen, damasinisches Essen. Das ist echt super. Na gut, da freuen wir uns drauf. Damaskus und Syrien im Jahr 2026 waren ein ganz besonderes Ereignis für mich. Zum einen war es ein freudiges Erlebnis, nach 15 Jahren wieder zurück in die Stadt zu kommen, in der ich gearbeitet, gelebt, in der ich geheiratet habe und in der unser erster Sohn geboren wurde. Zum anderen war es aber auch ein sehr trauriges Ereignis, vor allem deshalb, weil ich viele zerstörte Gegenden gesehen habe. Das wird ja in diesem Film auch gezeigt. Damaskus ist eine Stadt der Gegensätze. Reiche Viertel liegen gleich neben verarmten Vierteln und sogar zerstörten Vierteln. Es gibt viele optimistische Menschen, ist auch gut so, aber es gibt auch viele pessimistische Menschen. Die Lebensbedingungen müssten doch langsam besser werden. Die Einschätzung der Situation hängt sehr stark davon ab, woher jemand kommt. Die Menschen sind ungeduldig. In so einer Lage ist es schwierig für jede Regierung, das geteilte Land wieder zu einen. Ich hoffe, diese Regierung wird hier bald Erfolge zeigen können. Erste Erfolge sehe ich aber schon allein darin, dass der Personenkult der Assads endgültig abgeschafft wurde. Es gibt keine Bilder und Statuen, natürlich der Assads mehr, aber auch nicht des neuen Präsidenten. Das stimmt mich optimistisch. Nach 3 erlebnisreichen Tagen im wunderschönen Damaskus nahmen wir einen Bus nach Qurdaha, der Stadt, in der das Grab von Rulas Mutter liegt. This we will, the flower from my mother, we will take it to the, das sind die Blumen, das nehmen wir mit zum Grab meiner Mutter. Morgen gemeinsam mitsehen. Gemeinsam mit Sena, die sich sehr rührend um meine Mutter in den letzten Jahren gekümmert hat, machen wir einen Ausflug in Latakia, wo wir Verwandtschaft besuchen. Nach Latakia fahren wir immer mit den lokalen kleinen Bussen und es dauert ungefähr eine halbe Stunde. In diesem Geschäft kauft Rula immer ihre Lieblingssüßigkeiten aus Latakia ein.
Так بالفيلم ألمانيا. ها؟ في ألمانيا. المانيا؟ شوف هذا بالألمانيا. المانيا بتشتري بالمانيا؟ أنا ألماني. يس يس Yes, yes. عبد العزيز. Wir besuchen das Familienhaus der Familie von Rulas Mutter. Hier verbrachte sie in ihrer Jugend jeden Sommer. Wir fuhren mit dem Service über Latakia zum Grenzübergang in Kassab. Da wir diese Grenze nicht überschreiten durften, fuhren wir weiter mit dem Taxi zum Grenzübergang Bab el-Hawa, überquerten die Grenze dort und fuhren zurück nach Antakya. Zum Schluss möchten wir mit euch ein paar Eindrücke und Erfahrungen aus Syrien teilen. Syrien, das Land, das sich zurzeit zwischen Kriegstrümmern, Angst und Hoffnung befindet. Ich war das erste Mal in Syrien jetzt seit dem Regimesturz. Für Jens Ja, ich bin seit 2011 nicht mehr dort gewesen. Es war das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs. Genau. In Damaskus verbrachten wir eine wunderschöne Zeit mit unseren Freunden Anas und Lina. Und ich habe auch eine Schulfreundin, eine wirklich sehr, sehr uralte Freundin in Damaskus auch getroffen. Das war wunderschön. Insgesamt führten wir viele Diskussionen in Damaskus, wie auch in Godaha oder Latakia, viele politische Diskussionen. Und dabei haben wir gemerkt, dass es noch recht schwierig ist, dieses Land zusammenzubringen. Also das dürfte eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Regierung und auch für das Volk sein. Genau, so weiter. Bewegend war es für mich, das Grab meiner Mutter zu besuchen. Traurig war auch für mich zu erkennen, dass das Haus meiner Großeltern sehr wahrscheinlich bald komplett aufgegeben werden wird, aufgrund von Familienstreitigkeiten. Auf der anderen Seite waren wir beide sehr glücklich, die Tage mit Sena zu verbringen. Ja, ich habe die Sena das erste Mal jetzt kennengelernt. Genau, Sena hat sich rührend in der letzten Zeit um meine Mutter gekümmert und das war eine wunderschöne Zeit mit ihr. Definitiv. Ja. Und die Rückkehr, die hat sich etwas schwierig gestaltet. Wir sind erst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Service nach Latakia und dann nach Kassab gefahren und wollten dort über die Grenze nach Antakya fahren. Ging nicht. Warum? Ich durfte nicht einreisen, weil ich vor 2 Wochen in Bab el-Hawa eingereist war. Das hieß für uns, wir mussten eine 3-stündige Taxifahrt nach Bab el-Hawa in Kauf nehmen, um dann dort die Grenze zu überschreiten. Was dann allerdings auch Gott sei Dank geklappt hat. Und dann sind wir halt dann noch nach Latakia gefahren. Aber nur wichtig, dass die Türken dich nicht reingelassen Genau. haben. Die Syrer hätten keinen. Es waren die Türken, nicht die Syrer. Genau. Aber wir hatten eine sehr, sehr interessante Begegnung mit dem Taxifahrer oder Autofahrer. Ja, es war eine interessante Fahrt. Genau, wieder eine neue Perspektive, auch eine Art Diskussion. Ja. Der hat uns nur seine Version erzählt. Und da sind wir auch durch Idlib gefahren. Es war interessant. Aber dann war der Syrienaufenthalt damit beendet. Und damit beenden wir jetzt auch unser Video und hoffen, ihr hattet Spaß dabei oder es war interessant für euch, ist vielleicht in diesem Fall besser gesagt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.